Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem Doppelloop. Für diesen Loop benötigt ihr einmal euren Kopfumfang. Also egal für welche Größe ihr häkeln wollt, ob für einen Erwachsenen oder für ein Kind, einmal den Kopfumfang messen. Den Kopfumfang nehmen wir dann mal 3. Bei einer regulären Damengröße sind wir bei einem Kopfumfang von 54 cm mal 3 kommen wir auf 162 cm. Und somit schlage ich gleich mit euch eine Kette an auf 162 cm. Diese zählen wir danach einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 sein. Also, ab an die Nadeln und los geht's. Das Ganze werde ich mit einem vierfädigen Bobbel in lila Tönen oder auch überwiegend Beerentönen häkeln und einer Vierer-Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unterm Video in der Infobox. Wir schlagen also nun eine Kette an. Ich werde hier eine Basisreihe mit festen Maschen häkeln. Ihr könnt auch mit einer Luftmaschenkette arbeiten. Schlagt diese an, aber am besten auf einer halben Nadelstärke höher, damit auch da dann die Kette schön elastisch bleibt. Dann zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 sein. Wenn ihr das dann habt, könnt ihr mit festen Maschen auf der Vierer-Nadel beispielsweise, also eine halbe Nadelstärke dann wieder kleiner, zurückhäkeln. Alle anderen können mit mir gemeinsam mit dem Fußschlingenanschlag auf feste Maschen beginnen und wie dieser geht, das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen. Gehen in die erste Schlaufe oder Masche zurück. Ich nehme hier vorzugsweise immer die untere einzelne Schlaufe, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Masche, das ist die Masche, auf dem die feste Masche stehen wird, und dann durch 2 für eine feste Masche. Dann können wir die Schlaufe hier unten so ein bisschen zuziehen und dann habt ihr oben und unten eine komplette Masche. Wir stechen unten in die komplette Masche ein, holen den Faden durch, ziehen auch hier wieder beide Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, damit die Kette schön elastisch bleibt, durch eine für den Boden der Masche und durch 2 für eine feste Masche. Nächste gebildete Masche komplett einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und dies hat den Vorteil, ihr spart euch Hin- und Rückreihe, euer Ergebnis ist super, also da verändert sich auch später dann nicht mehr viel. Bei einer Luftmaschenkette kann das Ganze sich nachher so auslegen, dass es größer oder sogar noch ein ganzes Stück kleiner wird, je nachdem mit welchem Muster man dort arbeitet. Und ich werde jetzt diese Kette anschlagen, bis ich auf meine 162 cm gekommen bin und ihr entsprechend auf eurer Maße. Dann zählen wir die Kette einmal durch und können dann schon mit dem Muster loslegen. Bis gleich. Zurück nach 216 festen Maschen habe ich die für mich perfekte Länge erreicht und wir können nun zur ersten Musterreihe kommen. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und stechen direkt am Fuß der Steigeluftmaschen in die erste Masche ein und häkeln dort zusätzlich 3 Stäbchen hinein. 3 Stäbchen in die gleiche Masche und haben somit einen halben Fächer. Danach 2 Maschen freilassen und in die dritte Masche eine feste Masche. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte einstechen und dort 7 Stäbchen hineinhäkeln. Zwei Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche.
Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte einstechen und 7 Stäbchen in diese eine Masche häkeln. Zwei Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. Und so häkeln wir nun jetzt immer im Wechsel 7 Stäbchen in eine Masche, um eine große Muschel zu erzeugen. 3 Maschen freilassen bzw. 2 Maschen freilassen und in die dritte einstechen und eine feste Masche häkeln. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe immer im Wechsel. 2 Maschen freilassen, 7 Stäbchen in die dritte Masche, 2 Maschen freilassen und eine feste Masche in die dritte Masche. So immer im Wechsel, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Bis gleich. Und am Ende der Reihe nach der festen Masche müsstet ihr so auskommen, dass ihr noch 3 Maschen übrig habt. Auch dort häkeln wir wieder einen halben Fächer, so wie am Anfang, nur dieses Mal bestehend aus 3 Stäbchen in diese eine Masche. Dann können wir die Kette entwirren, sodass wir das Ganze zur Runde schließen können. Wir hatten hier am Anfang 4 Stäbchen gehäkelt und hier machen wir nun 3 und haben dann somit 7. Einmal die Kette entwirren, dann können wir dies so zusammenhalten und beenden die Runde mit einer Kettmasche in der zweiten Masche von unten angezählt. Dann haben wir hier auch einen schönen sauberen Übergang und können hier unten dann die Kette mit unserem Anfangsfaden verschließen. Und dann haben wir Runde 1 soweit fertig. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit einer Steigeluftmasche und stechen direkt am Fuß der Luftmasche ein und häkeln eine feste Masche. In diese können wir dann direkt den Marker setzen, damit wir sehen, wann wir einmal rum sind. Danach kommen 3 Luftmaschen. Und nun nehmen wir uns als nächstes die letzten 3 Stäbchen unseres Anfangsfächers vor, die feste Masche dazwischen und die ersten 3 Stäbchen des nächsten Fächers. Und zwar machen wir einen Umschlag, stechen in das erste Stäbchen ein und häkeln dieses zur Hälfte ab, durch 2 Schlaufen. Umschlag, zweites Stäbchen, auch durch 2 Schlaufen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, drittes Stäbchen, durch 2 Schlaufen zur Hälfte abhäkeln. Jetzt haben wir bereits 4 Schlaufen auf der Nadel. Umschlag, dann in die feste Masche. Durch 2 Schlaufen ein halbes Stäbchen abhäkeln. Und nun kommen die ersten 3 Stäbchen des nächsten Fächers, der nächsten Muschel. Auch hier wieder durch 2 Schlaufen zur Hälfte, Umschlag, durch 2 Schlaufen zur Hälfte und das dritte und letzte Stäbchen durch 2 Schlaufen zur Hälfte abhäkeln. Und nun haben wir 2, 4, 6, 8 Schlaufen auf der Nadel und diese häkeln wir alle gemeinsam ab. 3 Luftmaschen. Und dann schauen wir, dieses Stäbchen ist belegt, dann ist dieses hier das mittlere. Dort stechen wir ein und häkeln eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun dasselbe wieder. Hier die letzten 3 Stäbchen, die feste Masche und hier die ersten 3 Stäbchen.
alle mit halb abgemaschten Stäbchen behäkeln und diese dann gemeinsam abmaschen. So, Umschlag einmal, Umschlag zweimal, Umschlag dreimal, Umschlag feste Masche, Umschlag erstes Stäbchen des neuen Bogens, Umschlag zweites Stäbchen und Umschlag drittes Stäbchen. Und danach alle Schlaufen gemeinsam abmaschen. 3 Luftmaschen, schauen, welche hier belegt ist und in das nächste Stäbchen, welches das mittlere der Muschel der Vorreihe ist, eine feste Masche hineinhäkeln. Und dann sollte es bereits so aussehen. Noch ein letztes Mal. 3 Luftmaschen, erstes Stäbchen zur Hälfte, zweites Stäbchen zur Hälfte, drittes Stäbchen zur Hälfte, feste Masche zur Hälfte, erstes Stäbchen des nächsten Bogens zur Hälfte, zweites Stäbchen und drittes und letztes Stäbchen. Danach alle Schlaufen gemeinsam abmaschen, 3 Luftmaschen, schauen, welche ist belegt und das Stäbchen danach mit einer festen Masche hineinhäkeln. Und so häkeln wir nun die Reihe einmal komplett rum. Immer 7 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen und mit einer festen Masche im mittleren Bogen fixieren, 3 Luftmaschen und dann wieder 7 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und am Ende der Reihe werden nochmal die letzten 7 Maschen gemeinsam abgehäkelt. So, dann machen wir 3 Luftmaschen und stechen in die Masche unseres Markers ein und beenden die Reihe mit einer Kettmasche. Und das war Reihe 2. Kommen wir nun zur Reihe 3. Reihe 3 beginnen wir wieder mit einer festen Masche. Wir machen eine Luftmasche und stechen in die feste Masche der Vorreihe ein und häkeln auch dort eine feste Masche drüber. Und nun häkeln wir wie in der ersten Reihe einen Fächer, komplett bestehend aus 7 Stäbchen, und zwar in die Masche über dem kleinen Loch, wo alle Stäbchen zusammengehäkelt worden sind. Also wir machen einen Umschlag und dann steche ich in die Masche, in dieses kleine Loch, wo alle Stäbchen zusammengekommen sind, aus der Vorreihe ein und häkel dort meine 7 Stäbchen hinein. Zwei, 4, 6, 7. Das Ganze fixiere ich dann wieder mit einer festen Masche in die feste Masche der Vorreihe. Einen Umschlag, dann nehmen wir uns die nächste Gruppe, schauen, wo ist dieses kleine Loch, wo alle Stäbchen aus der Vorreihe zusammengehäkelt wurden, stechen auch dort wieder ein und häkeln 7 Stäbchen in diese eine Masche.
Das Ganze wird dann wieder in der festen Masche der Vorreihe mit einer festen Masche fixiert. Ein Umschlag, nächste Gruppe, wo kommen die Stäbchen zusammen, in das Loch einstechen, in diese eine Masche 7 Stäbchen. Und diesen Fächer in der festen Masche der Vorreihe mit einer festen Masche fixieren. So sollte es dann aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Immer eine feste Masche und danach wieder einen Fächer bestehend aus 7 Stäbchen in dieses kleine Loch, in diese einzelne Masche, wo alle Stäbchen der Vorreihe zusammengehäkelt wurden. Und am Ende der Reihe, nach den 7 Stäbchen, beenden wir die Runde in der festen Masche mit einer Kettmasche. Und das war Runde 3. Kommen wir zu Runde 4. Wir beginnen mit 2 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag und nehmen uns nun die ersten 3 Stäbchen des Fächers und häkeln diese gemeinsam ab. 1, 2 und 3. Jedes Stäbchen einmal zur Hälfte abmaschen, 4 Schlaufen auf der Nadel und gemeinsam. Marker oben in die Masche setzen, 3 Luftmaschen und hier drauf schauen, welches Stäbchen belegt ist und in das mittlere 4. Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun wie gehabt hier die letzten 3 Stäbchen, die feste Masche und hier die ersten 3 Stäbchen, alle gemeinsam abmaschen. Drei Luftmaschen und mit einer festen Masche im mittleren und 4. Stäbchen fixieren. So wie wir es aus der anderen Reihe kennen. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Was hat sich verändert? Wir haben hier nur mit einem halben Fächer begonnen, den wir gemeinsam nach oben hin abmaschen. Wenn wir dann einmal rum sind, werden von diesem Fächer hier die letzten 3 gemeinsam abgemascht und das Ganze dann mit einer Kettmasche geschlossen. Wir hätten uns jetzt auch mit Kettmaschen hochmogeln können, aber auf Dauer würden wir hier dann immer so eine Wulst sehen. Wir könnten dann die Richtung wechseln, aber dann hätten wir immer so auseinandergehend eine kleine Wulst sichtbar und das möchte ich halt in dem Muster vermeiden. Ich möchte einfach, dass ringsherum der Loop nachher keine direkte Naht hat, die man sieht. Und daher beginne ich dann hier jetzt nur mit einem halben Fächer. Da wir uns halt in der Reihe gerade befinden, wo wir diese gemeinsam abmaschen müssen, also nach oben hin schließen, beginne ich halt hier so und ende dann nachher am Ende mit den 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen und einer Kettmasche. Und so umgehen wir dann, dass wir nachher eine sichtbare Naht bekommen. Ja, und so kennt ihr den weiteren Weg, den wir jetzt machen. Hier auch wieder 3 von hier, 3 von hier und die feste Masche. Insgesamt 7 zusammen, 3 Luftmaschen und wieder die feste Masche. 3 Luftmaschen, wieder 7 gemeinsam abmaschen. Eine feste Masche, nachdem wir 3 Luftmaschen gemacht haben und so weiter. Also immer die 3 Luftmaschen dazwischen
und das Ganze dann soweit einmal rum. Immer zwischen feste Masche und den 7 gemeinsam abgemaschten Stäbchen die 3 Luftmaschen nicht vergessen. Aber wenn man die vergessen würde, würde man es auch merken, da sich das Ganze dann direkt zusammenziehen würde. Ja, und so dann jetzt einmal rum. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen. Die letzten 3 Stäbchen gemeinsam abmaschen. Und mit einer Kettmasche, dort wo wir den Marker in die erste Masche gesetzt haben, schließen. Und so haben wir dann auch unseren Fächer nach oben geschlossen. Und das war die 4. Reihe. Kommen wir zu Reihe 5, die Wiederholung von Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. In Reihe 1, wir erinnern uns, haben wir mit 4 Stäbchen begonnen. Wir häkeln also in den Fuß, dort wo die Steigeluftmaschen rauskommen, nochmal zusätzlich 3 Stäbchen hinein. Und fixieren danach diesen halben Fächer in der festen Masche aus der Vorreihe. Den Marker können wir dann in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt hineinstecken, damit wir dann, wenn wir einmal rum sind, dort die letzten Stäbchen häkeln und mit einer Kettmasche wissen, wo wir schließen müssen. Und nun geht es weiter, einen Umschlag, und wir schauen wieder, wo treffen die 7 gemeinsam abgemaschten Stäbchen aufeinander und stechen in das Loch in die Masche ein und häkeln dann dort 7 Stäbchen. Nach den 7 Stäbchen stechen wir wieder in die feste Masche der Vorreihe ein und häkeln dort eine feste Masche. Umschlag, nächste Gruppe, wo die Stäbchen alle zusammenkommen, in das Loch einstechen und dort 7 Stäbchen hineinhäkeln. Und das Ganze fixieren wir dann wieder in der festen Masche der Vorreihe mit einer festen Masche. Das Muster bleibt also immer das gleiche. 2 verschiedene, einmal den Fächer nach oben und einmal den Fächer nach unten. Im Grunde verändert sich nur 4-mal der Anfang und ergibt dann so ein schönes Muster. Also ich wiederhole noch mal kurz die Anfänge der Reihen. In der ersten Reihe haben wir mit 3 Steigeluftmaschen begonnen und 3 zusätzlichen Stäbchen, also insgesamt 4 optischen Stäbchen für einen halben Fächer. Und das Ganze haben wir dann geschlossen, indem wir 3 Stäbchen in die letzte Masche gehäkelt haben, um das mit einer Kettmasche zu schließen, sodass wir optisch einen Bogen dann haben von 7 Stäbchen. Die nächste und zweite Reihe wird dann mit einer festen Masche begonnen, 3 Luftmaschen, und es werden 7 Stäbchen gemeinsam zusammengehäkelt. Das Ganze wird dann wieder mit 3 Luftmaschen und einer festen Masche fixiert. In der dritten Reihe beginnen wir noch einmal mit festen Maschen und häkeln dann wieder einen Fächer aus 7 Stäbchen nach oben gerichtet. Diesen fixieren wir dann wieder mit einer festen Masche über der festen Masche der Vorreihe. In der 4. Reihe dann beginnen wir genau entgegengesetzt der ersten Reihe. Anstatt dass wir 4 Stäbchen als halben Fächer nach oben häkeln, müssen wir nun mit 4
Stäbchen nach unten beginnen und diese gemeinsam abmaschen. Dann kommen 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Mitte der Gruppe, der Vorreihe. Dann wieder 3 Luftmaschen und wieder der 7er Fächer nach unten, indem wir 7 Stäbchen gemeinsam abmaschen. Und in Runde 5 wiederholt sich dann Runde 1. Und so können wir nun unseren Loop Reihe für Reihe so weitermachen. Ich werde hoffentlich daran denken, euch eine Zeitleiste einzufügen, dass ihr immer wieder auf Reihe 1, 2, 3 und 4 zurückspringen könnt, falls ihr nicht wisst, wie da nochmal der Anfang war. Falls nicht, erinnert mich einfach dran. Und ja, dann nehme ich euch jetzt noch mit, wie mein Loop so weiter wächst. Und dann sehen wir uns im Endergebnis. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben, mein Loop ist soweit fertig. Der komplette Bobbel ist soweit verhäkelt. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe hier in der Reihe das Ganze beendet, wo ich die Wellen habe. Eine Randseite sieht man beim Tragen so gut wie eh nicht, da sie ja am unteren Rand in der Jacke wie auch immer verschwindet. Und dadurch, dass wir einen Double Loop haben, haben wir dann so eine schöne Musterung. Ja, und fertig ist unser Herbst-Winter-Loop, wobei ich hier sagen muss, das Muster an sich ist super fluffig. Die 500 Meter reichen voll und ganz aus für einen schönen, kuscheligen Doppelloop. Wer allerdings einen richtig warmen Loop haben möchte, für richtig kalte Tage im tiefsten Winter, der sollte hier vielleicht sogar 1000 Meter mit einberechnen und verhäkeln. Ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.